Nachdem wir die letzten Wochen unserer Panamerikaner-Reise in Argentinien verbracht haben, sind wir wieder in Chile eingereist und diesmal wollen wir länger bleiben. Das bedeutet, dass wir uns von lieben Freunden verabschieden müssen, aber auch, dass neue Erlebnisse auf uns warten. Und da ahnen wir noch gar nicht, was Chile alles für uns bereithält. Ich glaube, wir werden heute richtig viel erfahren. Cristóbal, unser Guide, hat schon jetzt nur beim Intro schon so viel erzählt. Klar, es gibt Sicherheitsvorkehrungen, die wir einhalten müssen. Natürlich läuft auf einer Reise nicht immer alles rund. Die große Flamme ausgerechnet ist komplett ausgestiegen. Aber wenn man offen bleibt, erwarten einen auch wunderschöne Erlebnisse und Begegnungen, an die man sich noch lange erinnern wird. Ja, schau, da. Ja. Da hinten sind sie wieder. Wirklich eine tierische Woche. Hola, schön euch in diesem Video dabei zu haben. Wir sind mittlerweile wieder nach Chile eingereist. Wir befinden uns seit gestern wieder im chilenischen Teil von Feuerland. Und die Fahrt hierher war ganz schön intensiv. Wir haben gerade die stärksten Winde, die wir auf der Reise bisher hatten. Gestern hatten wir Böen bis 100 km/h. Und also ich kann euch sagen, das schüttelt einen ganz schön durch. Aber ja, jetzt sind wir an einem Ort, von dem wir schon seit Wochen sprechen. Wir wollten unbedingt hierher kommen, wenn wir Feuerland besuchen. Ich bin schon richtig aufgeregt, ich freue mich richtig. Aber mit dem Wind, ja, mal gucken, wie das läuft. Ich bin ein bisschen skeptisch, aber wenn man sich warm einpackt, dann geht das ja hoffentlich. No, but we speak German. Oh. Yes. Ganz schön windig hier. Yeah, Yeah, wind, yes. But yesterday it was worse. Oh yeah. 100 kilometers per hour. Wow. Verrückt hier. From here, Cristóbal, nice to meet you. Ja, hier ist eine gute Stimmung auf jeden Fall. Wir freuen uns jetzt hier endlich reingehen zu dürfen. Aber es ist ganz schön frisch. Aber auch jetzt, er hat irgendwie mehrere Namen aufgerufen, mindestens 4 Namen, hat sich niemand gemeldet. Hola, buenas. ¿Tu nombre? Veronik, Jessica. Wir hatten ja schon vorreserviert, aber zahlen tut man hier vor Ort. Und wir haben 34.000 chilenische Pesos bezahlt, das sind etwa 33 €. Also ja, 17.000 pro Person. Und wir haben gehört, das ist es wert. Und ich glaube, die Guides warten schon, wir müssen los. And well, you can ask me with all confidence any question that you have. But the only thing is that over there with the penguins, try to be very quiet because we don't want to scare them. We have the single penguins, the penguins that they don't have couples yet. They always separate a little bit from the rest of the group because over there they make parties, they take some beers. Ich glaube, wir werden heute richtig viel erfahren. Cristóbal, unser Guide, hat schon jetzt nur beim Intro schon so viel erzählt. Klar, es gibt Sicherheitsvorkehrungen, die wir einhalten müssen, wie eine Distanz, die man einhalten muss. Man soll auch leise reden vorne. Auf jeden Fall ist das hier die einzige Königspinguin-Kolonie in Südamerika. Und es sind etwa 170 Pinguine hier. Ja, anscheinend das ganze Jahr über und gerade ist Brütezeit. Die Väter und Mütter wechseln sich ab und brüten jeweils eine Woche lang das Ei aus. Hier vorne sieht man schon die Pinguine. Unglaublich, es sind so viele. Wow. Also wir hatten ja vor ein paar Tagen schon einen einzelnen Pinguin gesehen, das war beim Schiffswrack des Dämona und wir waren so begeistert, weil das auch so komplett spontan und unerwartet war. Aber hier in der Kolonie nochmal so viel auf einmal zu sehen, das ist einfach doch nochmal so anders. Man sieht halt die Interaktion zwischen ihnen und wie sie in der Gemeinschaft funktionieren. Das ist, ja, schon, wir sind gerade sehr glücklich, dass wir das erleben dürfen.
penguins that they look like the same because they are belong to. Cristobal meinte vorhin gerade, dass die Königspinguine sogar die buntesten Pinguine sind. Ich dachte, das wären eigentlich die Kaiserpinguine, aber anscheinend sind es sie, die durch das Beta-Carotin, das sie durch die Nahrung aufnehmen, diese gelbe Farbe entwickeln, vor allem an der Brust. Man sieht es besonders, wenn sie den Hals strecken. Und anscheinend, je nach Jahreszeit, wenn sie gerade besonders viel Nahrung erhalten haben oder finden konnten, dann weiß der Körper irgendwann nicht mehr, wohin mit dem Beta-Carotin. Und dann haben sie manchmal einfach auf dem Kopf ein paar gelbe Federn oder so. Das muss total witzig aussehen. Die Farben, das macht schon was aus. Und es ist wohl auch ein Kriterium bei der Partnersuche. Ja. Da haben wir gesehen und der jetzt auch. Die sind cool. Macaroni. This is a gift for you. We made this. In that way you can remember the visit, and well, if you want to leave any tip for your guide, is always welcome. Gracias. Igualmente, que le vaya bien. Chao, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Ciao, muchas gracias. Que estén bien, chiquillos. Ciao. Wow, das war jetzt komplett unverhofft, aber wir durften mit Cecilia, der Gründerin von dieser Anlage hier, sprechen. Als sie hier anfing, diesen Naturschutz aufzubauen, das ist ja privat, das ist nicht vom Staat unterstützt, waren hier 8 Pinguine und jetzt sind es über 170, glaube ich. Das ist unglaublich, die Arbeit, die sie hier vollbringen, und sie hat halt auch darüber gesprochen, dass von außen oft nicht viel von der Arbeit zu sehen ist, die halt im Hintergrund auch laufen muss. Ich meine, im Winter zum Beispiel sitzen die hier mit den Pinguinen bei minus 20, minus 25 Grad und beschützen sie vor den Raubtieren. Ja. Die sitzen in der Nacht in der Kälte hier, und das sind solche Dinge, die man eben nicht so sieht. Und da zahlt man auch gerne einen Eintritt, weil man weiß, man unterstützt sie. Und wir haben noch ein Souvenir. Damit unterstützen wir sie auch noch ein bisschen wenigstens, und wir hoffen natürlich, dass ja auch diese Awareness, dieses Bewusstsein für den Naturschutz auch weiter gestärkt werden kann. War sehr inspirierend. So, jetzt müssen wir aber zurück zum Van. Wenigstens hat der Wind nachgelassen, die Sonne kommt raus, also gerade einfach ein richtig guter Tag. An dieser Stelle möchten wir uns noch bei CyberGhost, den Sponsor unseres heutigen Videos, bedanken. Seit bald 2 Jahren vertrauen wir, wie 38 Millionen andere Nutzer, auf den VPN von CyberGhost, sobald wir online gehen. Gerade wenn wir uns wieder mal über ein öffentliches WLAN-Netz einloggen, wie zum Beispiel in Cafés, auf Campingplätzen oder auch mal am Flughafen, ist für uns CyberGhost VPN nicht mehr wegzudenken. Mit dem VPN werden all unsere Daten durch den verschlüsselten VPN-Tunnel geleitet. Das hat zur Folge, dass unsere IP-Adresse verborgen bleibt, wir also anonym sind und niemand auf unsere Daten oder Aktivitäten zugreifen kann. Nicht mal CyberGhost selbst. Aber selbst wenn wir mit unserem eigenen Starlink online gehen, nutzen wir den VPN von CyberGhost. Denn neben der Sicherheit hat er noch einen weiteren großen Vorteil. Mit über 11.000 Servern in 100 Ländern können wir nämlich Geoblocking umgehen und so zum Beispiel Buchungen günstiger abschließen oder auch auf lokal gesperrte Websites zugreifen. Und so können wir auch Filme oder Serien von über 35 Streamingdiensten wie Netflix, Amazon Prime oder Disney Plus schauen, egal wo wir uns in dem Moment physisch befinden. Das Ganze funktioniert natürlich auf allen gängigen Plattformen, das deutsche Support-Team ist 24/7 erreichbar und ein Account reicht auch für bis zu 7 Geräte, ob das nun die eigenen sind oder die von Freunden und Familie. Und das alles erhält ihr sozusagen zum Preis eines Kaffees pro Monat. Also testet es am besten gleich selbst aus. Über den Link unten in der Videobeschreibung erhält ihr 83% Rabatt auf das Abo und bezahlt gerade mal 2,03 € im Monat. Somit könnt ihr den VPN-Dienst quasi 4 Monate gratis nutzen und mit der 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie geht ihr auch kein Risiko ein. Oh Gott, das hatten wir auch schon ein paar Mal. Ja. Sich dann irgendwie noch dahinter unterhalten. Hauptsache, wir sind so voll eingepackt durch den Pulli hier. Ah, der Wind wieder. Oh Mann. Weg sind sie. Weg sind sie, es ist vorbei. Ja. So schräg jetzt, sich so zu verabschieden nach doch ein paar Wochen, die wir jetzt zusammen verbracht haben. Wer weiß, wann wir sie wiedersehen. Ich hoffe, es dauert nicht wieder 2 Jahre, aber ich bin gespannt, wo das sein wird. Denn es kann ja wirklich überall auf der Welt sein. Oh, okay, naja, für sie geht es jetzt in den Norden. Sie fahren Richtung Buenos Aires bzw. Uruguay, denn sie verschiffen ja in den nächsten Wochen. Und für uns geht es erstmal in Richtung Westen.
Was für ein Morgen. Ich glaube, so früh waren wir wirklich schon sehr lange nicht mehr wach. Es ist kurz nach 6. Vor einer halben Stunde ist erst die Sonne aufgegangen. Aber wir haben heute einen Termin. Wir haben eine Fähre zu erwischen. Wir stehen nämlich hier am Leuchtturm vor Porvenir, wieder an der Magellanstraße. Und die gilt es heute auf unserer Route zu queren. Wir stehen auch nur ein paar Kilometer vom Fährhafen entfernt, damit wir gut positioniert sind. Und ja, wie man sieht, tun wir das nicht alleine. Hier sind viele andere Overländer auch, die eben auch auf die Fähre wollen. Und ihr seht hier hinten auch wieder den hellgrünen Synchro von Lena und Flo. Wir sind also nicht ganz alleine nach dem Abschied von Svenny und Basti. Wir sind natürlich schon ein bisschen wehmütig, dass wir uns verabschiedet haben. Diese Freundschaft hält auf jeden Fall auch über die Distanz weiterhin. Ja, jetzt machen wir uns langsam fertig für die Fähre. Mir friert auch die Hand langsam ein. Es ist echt kalt. Es sind ja theoretisch 10 Grad, aber mit dem kalten Polarwind fühlt es sich an wie 6 Grad. Darum machen wir uns fertig. Roberto rumpelt auch schon im Van. Ich glaube, er macht auch schon das Bett fertig. Beziehungsweise baut es ab. Und dann können wir auch bald schon wieder losfahren. Morgen. Morgen. Hier sieht es schon sehr fertig aus zum Gehen. Ja, ich habe die Heizung jetzt abgeschaltet. Sehr gut. Können langsam los. Mein Gott, ich bin so fertig. So aus der Übung mit früh aufstehen. Ja, voll. Naja, Kaffee machen wir dann im Hafen, oder? Ja. Hola, buenos días. Gracias. So, ich glaube, Roberto ist auch schon irgendwo hier auf der Fähre. Ich suche ihn jetzt mal. Und dann machen wir uns gemütlich, weil diese Fährfahrt dauert ein bisschen länger. Alles geklappt? Ja. Sehr gut. Wir stehen direkt in der Pole Position. Ah, als erster aufs Schiff, als erster wieder runter. Hoffentlich. Nicht so wie letztes Mal. Nee. Aber es scheint nicht voll zu sein. Ja. Aber kann es sein, dass es jetzt 2-3 Stunden dauert? Wie lange? Ja. Wieso? Die Fahrt? Ja, der Fahrplan sagt das, glaube ich. Okay, nein, ich dachte eine Stunde, aber sind wir hier drauf? Müssen wir warten, ja genau. Etwa 1,5 Stunden sind wir jetzt unterwegs und da hinten ist, glaube ich, schon Punta Arenas. Da sollten wir in einer halben Stunde ankommen. Also ja, sind es 2 Stunden Überfahrt, das geht ganz gut. Wir haben 89.000 chilenische Pesos bezahlt, das sind auch knapp 90 Euro. Wir sparen uns dafür aber einen großen Umweg um den breiten Teil der Magellanstraße. Also es lohnt sich, glaube ich, schon. Ja, und die 2 Stunden, die kriegen wir auch ganz gut rum mit Flo und Lena. Wir quatschen viel, arbeiten auch ein bisschen was nebenbei und gerade Flo und Roberto tauschen sich sehr gerne über T3-Themen aus. Also wir sind da richtig froh, dass wir sie auch ihnen ein paar Fragen stellen können. Ja, und jetzt haben wir einen kleinen Rundgang gemacht, aber ich glaube, wir gehen auch bald wieder rein, weil es ist schon echt frisch immer noch. Ja, es ist ganz schön
frisch. Ja, dann gehen wir wieder rein und wärmen uns noch auf und dann ja, steht ein Erledigungstag in Punta Arenas an. Das hat ja wieder mal bestens geklappt. Jetzt gehen wir als erstes mal einkaufen, weil seit wir nach Chile eingereist sind, waren wir noch nicht einkaufen. Wir müssen mal wieder aufstocken. Dann gucken wir mal Wasser und ja, keine Ahnung, was wir alles noch machen. Die Liste ist lang. Wird uns auf jeden Fall nicht langweilig hier. Mit unseren Erledigungen in Punta Arenas sind wir ganz gut durchgekommen. Ich glaube, wir haben eigentlich das Wichtigste abhaken können. Jetzt sind wir aber schon ein Stück weiter gefahren und ja, ich weiß, wir haben gesagt, es geht jetzt Richtung Norden, aber wir sind noch mal in den Süden gefahren. Kleines Stück, nämlich die Ruta 9 entlang von Punta Arenas Richtung Süden. In Richtung des südlichsten Punkts des chilenischen Festlands. So weit sind wir aber noch nicht. Hier sind wir nämlich an einem wunderschönen Spot gelandet. An dem oder in der Gegend hier haben nämlich Freunde Delfine gesehen und ich glaube sogar Wale, meinten sie. Und das können wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Wir wollen hier auf jeden Fall auch unser Glück versuchen. Aber auch einfach so, also der Platz ist einfach wunderschön hier. Wir haben ja auf dem Weg hier nach unten bereits Delfine gesehen, weshalb wir eigentlich guter Dinge sind, dass wir hier hoffentlich auch wieder Delfine sehen, aber ja, wie es halt so ist mit der Natur, das kann man nicht planen. Wenn die Bock haben, sind sie da und wenn nicht, dann nicht. Auf jeden Fall haben wir gesagt, wir laufen jetzt noch ein Stückchen runter und schauen, was wir sonst noch alles entdecken können. Auch heute ist das Wetter wieder mal so wechselhaft. Da geht man bei Sonne fast los und dann regnet es im nächsten Moment und dann ist es wieder bewölkt und sonnig gleichzeitig. Es ist irgendwie ein riesen Chaos. Wir hatten auch richtige Windböen wieder, aber jetzt geht's gerade. Also gerade diese Ecke hier ist halt recht angenehm. Also es hindert einen auf jeden Fall nicht, unterwegs zu sein und Delfine zu suchen. Man sieht hier im Wasser auch immer wieder recht viele Algen, also es sind teilweise fast schon Algenteppiche. Das Ding bei diesen Algen ist, das ist die Marea Roja, also die rote Flut. Und die ist tatsächlich toxisch. Es gibt immer wieder Warnschilder hier entlang der Route, aber auch in anderen Teilen entlang der Küste, denn diese Marea Roja ist in weiten Teilen der chilenischen, aber auch argentinischen Küste vorzufinden. Und es wird eben davor gewarnt, dass man Schalentiere entsprechend eben auch nicht hier rausfischen soll, denn die sind ebenfalls toxisch und auch für Hundebesitzer ist es relevant, denn es gibt ja Hunde, die manchmal gerne so alles auflesen, was sie am Boden finden. Ja, man sollte unbedingt davon absehen, diese zu konsumieren, ob jetzt Tier oder Mensch, denn man könnte sich ernsthaft damit vergiften. Wo bleiben die Pinguine? Delfine. Wo sind sie? Bin ich hier? Nein. Oh Mann. Bisschen weiter. Ich glaube, da vorne war gerade was. Ja? Ja. Was Großes? Ich habe es aus dem Augenwinkel nur gesehen. Ich hoffe, es war nicht wieder eine Ente. Doch, das ist ein Delfin. Das sind Delfine. Schnell, da drüber muss der filmen.
schau, da. Ja. Da hinten sind sie wieder. Oder ist das die zweite Gruppe Ja, wahrscheinlich? ja, wahrscheinlich. Ja. Cool. Hey, das sind so viele. Und ich meine, die sind ja gleich hier an der Küste, die sind ja nicht weit weg. Nee. Das ist ja, keine Ahnung, das ist nicht weit. So cool, die Delfine zu sehen, nicht wahr? Wie cool ist das bitte? Und dann, vor allem, du hast sie nicht mal richtig gefilmt Ja, am Anfang. ich dachte, Jessie verarscht mich, aber nee, da waren wirklich Delfine. Jetzt Da sind sie waren irgendwo wirklich welche. da hinten und jagen was. Also sie sind auf der Jagd. Es waren, glaube ich, 3 oder 4 Stück. Meinst du nicht mehr? Ich weiß Ich es dachte nicht. erst, es wären sogar 2 Gruppen. Okay, Ja, keine Ahnung. ja. Egal, es war so oder so richtig cool, die zu sehen. Ja, Hat sich auf jeden Fall gelohnt, hierher zu laufen. oh ja. Was es jetzt wirklich perfekt machen würde, wäre, wenn wir Wale sehen würden. Denn hier in dieser Bucht, beziehungsweise in der Magellanstraße, soll es ja Wale geben. Also Daumen drücken, dass wir was sehen. Das ist doch der Wahnsinn. Also, wir haben ja in der Ferne immer wieder so diese Wassersäulen gesehen, wie die Wale das Wasser rausspritzen, aber dass wir welche so nah... Ja, vor allem am Anfang waren sie ja weit hinten. Also Ja. man hat es fast nur nicht, gar nicht gesehen. Ja, Und auf einmal sind sie hier vorne und wow. ja, also wirklich, von bloßem Auge hat man es gesehen. Und Ja. irgendjemand hat doch gesagt, Seiwale sollen es hier Seiwale sein. sollen es Aber sein. ja, können wir nicht ganz bestätigen, wissen wir nicht. Aber hey, Nee. mega, einfach so die Man Wale sieht hier. immer wieder, wie sie irgendwo auftauchen. Aber es ist halt wirklich so eine Sekunde, wo Ja. zuerst das Splash ist und dann sieht man die Flosse oder den Rücken und dann sind sie wieder weg. Genau, also man hat kurzes Zeitfenster, um die einzufangen, aber Richtig schön. wirklich eine tierische Woche. Ich hätte ehrlich gesagt fast nicht mehr gedacht, dass ich mich nochmal so sehr für Wale begeistern kann. Auf der Baja hatten wir sie ja für uns das erste Mal gesehen und wir haben da auch so richtig schöne Aufnahmen davon. Also falls ihr die noch nicht gesehen habt oder noch mal gucken möchtet, können wir euch das nur empfehlen. Schaut gerne in dem Video noch mal vorbei. Wir verlinken es euch hier oben. Es ist, ja, das war wirklich der Wahnsinn. Aber trotzdem, auch hier noch mal die Wale so nah zu haben, das lässt einem das Herz schon höher schlagen. Das ist unglaublich. Die Kolonie der Königspinguine war ja quasi auf der anderen Seite des Wassers. Cecilia hat uns erzählt, dass die Magellanstraße wohl besonders geschützt ist und deswegen so einen guten Lebensraum für so viele Tiere bietet. Also Futter ist hier zum Beispiel gar kein Thema wohl und ich nehme an, darum sind hier auch die Wale, Delfine, die Pinguine so viel vertreten, weil es denen hier einfach gut geht. Und natürlich für uns ist das auch ein Paradies. Also die Tiere hier so zu beobachten, das ist der Wahnsinn. Es hagelt. Ja, das Wetter spielt hier verrückt. Wir haben hier wirklich. alles. Regen, Sonne, Hagel. Was ist das denn? Also es wurde ja gerade ein bisschen frisch, aber ich weiß nicht, das sieht man wahrscheinlich gar nicht, aber Machen wir zurück. ja, ich glaube, so langsam könnten wir. Oh, wie das aussieht. Das ist so ein
Schmuddelwetter gerade. In 5 Minuten scheint wahrscheinlich wieder die Sonne. Was für ein Tag, und das Beste ist, wir sind jetzt zu Hause. Ich will mir einfach mal einen Nachmittagskaffee machen, weil wir doch ganz schön geplättet sind und ich ein bisschen Energie brauche. Und da sieht man einfach dauernd aus dem Fenster raus weitere Delfine, die einfach so vor unserer Haustür durchschwimmen. Das ist eine Gruppe nach der anderen. Das ist, also würde mir das jemand erzählen, ich würde es nicht glauben. Oder? Das ist schon wirklich... Ja, ist schon dekadent, so viele Delfine zu sehen. Das ist wirklich dekadent. Ja, also einfach der Wahnsinn. Ich habe kein anderes Wort dafür. Normalerweise geht das mit dem Nachmittagskaffee sehr viel schneller, aber zurzeit haben wir leider unseren Herd nicht in voller Funktion. Das heißt, die große Flamme ausgerechnet ist komplett ausgestiegen. Wir müssten immer den Knopf drücken, damit weiterhin Gas ausströmt. Sobald wir den Knopf auslassen, kommt kein Gas mehr. Und wir haben auch schon den Temperaturfühler getestet, der kann es nicht sein. Das Einzige, was uns jetzt noch bleibt, ist der Schalter. Aber ja, da finden wir weder Ersatzteile, noch konnten wir wen finden, der uns den reparieren kann hier. Wir wissen gerade nicht, was wir jetzt machen sollen. Wahrscheinlich brauchen wir einfach wirklich komplett einen neuen Herd. Und das wäre natürlich ein bisschen kacke. Aber immerhin die kleine Flamme haben wir noch. Man braucht einfach nochmal extra viel Geduld. Naja, auch das gehört wohl zum Reisen dazu, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch dafür eine Lösung finden werden. Und nach dieser Woche ist es was Kleines, oder? Ja, auf jeden Fall. Und wir möchten uns an dieser Stelle auch gerne bei CyberGhost, dem Sponsor unseres heutigen Videos, nochmal bedanken. Über den Link in der Videobeschreibung kommt ihr mit CyberGhost VPN zu sicherem Surfen und ihr könnt auch auf Geoblocking-Inhalte zugreifen. Das für gerade mal 2,03 € im Monat und mit Geld-Zurück-Garantie. Ja, und damit würde ich sagen, hoffen wir, dass ihr uns weiterhin begleiten möchtet und am besten dafür auch ein Abo bei uns da lässt. Ihr unterstützt uns damit, verpasst kein Video und wir würden uns riesig freuen. Ja, hinterlasst auch einen Daumen nach oben und einen Kommentar würde uns auch richtig freuen. Ja. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Hasta luego. Hasta luego. Natur mit der... was ist das für ein Tier? Und ja, einen weiten... Okay, ich habe so absolut das Licht. Das ist ein Kack. Ja, und